Hallo Freunde, viele Menschen, die mindestens in einem Privathaus leben, sind auf die Notwendigkeit gestoßen, alte Dinge im Keller auszuräumen, aber das Letzte, was wir dort zu sehen hoffen, ist nicht, dass dort noch seltsame oder gar gruselige Dinge übrig sind von den Vormietern. Allerdings bewahren Mieter manchmal wirklich sehr verdächtige Dinge auf. Heute finden Sie eine Auswahl genau solcher Funde, die Menschen in den Kellern ihrer Häuser fanden oder lagern ließen. Die unterirdische Stadt im Jahr 1916, ein Mann aus der Provinz konnte nicht in die Zentraltürkei passen. Als er eine Mauer im Keller seines Hauses reparierte, entdeckte er einen Tunnel, der in die ganze Stadt führte. Es stellte sich heraus, dass es sich um die alte unterirdische Stadt Derinkuyu handelte. Es ist unglaublich, dass die Stadt auf 8 Ebenen liegt und sich bis in eine Tiefe von 55 bis 60 m erstreckt. Die genauen Abmessungen sind noch nicht bekannt. Die Fläche der Stadt variiert zwischen 1,5 und 2,5 Quadratkilometern. Wissenschaftler behaupten, dass derzeit 10 bis 15% des gesamten Stadtgebiets freigelegt sind. Es wird angenommen, dass die Stadt zwischen 8 und 12 Ebenen hat, obwohl einige glauben, dass es noch 20 weitere unentdeckte gibt. Wirbelsäule. Einst konnte die unterirdische Stadt Derinkuyu 20.000 Menschen mit Vieh und Nahrungsmitteln beherbergen. Es gab alle notwendigen Geräte, Wohnräume, Lüftungsschächte, Brunnen, Scheunen und Ställe, Küchen, Esszimmer, Bäckereien, Pressen zum Keltern, Öl und Trauben, Scheunen und Weinkeller, Keller, Kirchen, Kapellen sowie Werkstätten, wo alles Notwendige wurde hergestellt. Es wird bestätigt, dass es in der unterirdischen Stadt sogar einen Friedhof gab. Von innen war die Stadt weitgehend verschlossen. Die Steintüren, die den Zugang zu einzelnen Räumen oder sogar zu ganzen Stockwerken verhinderten, sind große Steinscheiben, etwa 1,5 Meter hoch, 30 bis 35 cm dick und 200 bis 500 Kilo schwer. Die Türen wurden durch Löcher in ihnen geöffnet, und zwar nur durch Kraftaufwand von innen. Mindestens 2 Personen. Daher geht man davon aus, dass die Stadt in Handarbeit gebaut wurde, um die Bewohner in Zeiten von Kriegen oder Naturkatastrophen als Munitionsdepot zu schützen. Der Umzug in ein neues Haus ist immer stressig, aber dieser junge Mann hatte keine Erwartungen an das, was er in seinem Haus vorfinden würde. Er kaufte das Haus relativ günstig, da der Vorbesitzer starb, als er das Haus zum ersten Mal betrat. Alles war voller Müll. Als es endlich darum ging, den Keller zu räumen, bemerkte der neue Besitzer etwas Seltsames. Ein Stück Sperrholz passte offensichtlich nicht in die Wand. Als der junge Mann es aufhob, sah er etwas, das ihn wirklich schockierte. Innerhalb der Wand befand sich ein kleiner Geheimraum mit vielen Waffenkisten. Außerdem befanden sich in der Wand ein großer grauer Metallbehälter und ein großer Safe. Kisten waren bis zur Decke gestapelt. Dieselben Kisten, die viele beim Militär zur Aufbewahrung von Munition verwendeten, aber wer weiß, was der Vorbesitzer darin hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Patronen in diesem Kellerraum um ein komplettes Munitionslager handelte, was nur Bestürzung hervorrufen konnte, nachdem der Besitzer das Gelände weiter erkundet und mehrere andere Gegenstände im Zusammenhang mit Waffen gefunden hatte. In einer Kiste befanden sich sogar Granaten. Aber was war in dieser riesigen Metallkiste? Es stellte sich heraus, dass es bis zum Rand mit Münzen gefüllt war. Haie. Im Jahr 2019 machte die New Yorker Polizei bei einer Durchsuchung eines Wohnhauses eine unglaubliche Entdeckung. Der 40-jährige Joshua Peleton hatte 7 Sandhaie in dem ausgestatteten Pool im Keller. Wenig später teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, der Mann habe gestanden, in seinem Haus illegal Raubfische gehalten zu haben, um sie über das Internet zu verkaufen. Infolgedessen wurde ihm eine Geldstrafe von 5.000 US-Dollar und eine Bewährungsstrafe auferlegt. Die Polizei bemerkte ihn zum ersten Mal, als er ohne Führerschein, aber mit mehreren Haien im Kofferraum fuhr, als er auf der Straße in Georgia angehalten wurde. Leider wurden bei einer Durchsuchung seines Hauses 2 tote Haie gefunden, ein Leopardenhai und ein Hammerhai. Bei der Inspektion wurden alle überlebenden Raubtiere aus dem Becken entfernt und in das Aquarium auf Long Island und erst dann nach New York transportiert. Eine Sammlung einzigartiger Kreaturen in den 1960er Jahren sollte in London ein altes, lange verlassenes Einfamilienhaus abgerissen werden, als das Gelände für den Bau eines neuen Wohngebiets freigegeben wurde. Es gehörte früher einem gewissen Thomas Theodor Marino. Im Keller des Altbaus entdeckten Arbeiter eine zugemauerte Tür. Dahinter befand sich ein geräumiger Raum voller hunderte staubiger Holzkisten.
Als sie eine davon öffneten, waren sie entsetzt über die Dunkelheit und die toten Augen einer Höllenkreatur, die sie wie ein Nachtgespenst anstarrte. Die Polizei traf am Tatort ein. Die Polizei untersuchte mehrere weitere Erkenntnisse. Alle Kisten enthielten erstaunliche außerweltliche Kreaturen, getrocknet, mit Alkohol behandelt oder professionell hergestellt. Panin, der Schöpfer einer gruseligen, aber unglaublich interessanten Sammlung von Kuriositäten war, deren Geschichte nicht weniger interessant ist als die Sammlung. Sir Thomas Merlin wurde in eine aristokratische Londoner Familie hineingeboren und erhielt eine hervorragende Ausbildung in den Naturwissenschaften. Er zog lange Reisen den sekundären Londoner Banketten vor, bei denen der Wissensdurst des Wissenschaftlers wahrscheinlich nicht gestillt werden würde. Eine gute Investition in profitable Geschäftsunternehmen ermöglichte es ihm, auf der Suche nach verschiedenen Artefakten unbekannter Tier- und Pflanzenarten um die Welt zu reisen. Er begegnete ihnen in Äquatorialafrika, auf den abgelegenen polynesischen Inseln, in den norwegischen Fjorden und auch im Amazonas. Sir Merlin reiste lieber in stolzer Einsamkeit. Im Notfall griff er auf Hilfe zurück. Vertieft in seine Arbeit wurde Nosy praktisch zu einem Einsiedler zu Hause und sammelte eine beeindruckende Sammlung und fand Exemplare unsichtbarer Kreaturen. Während seiner langen Karriere reiste Thomas Merlin viele Male um die Welt, freundete sich mit vielen berühmten Wissenschaftlern seiner Zeit an, korrespondierte mit ihnen und sammelte weiterhin seine Sammlung erster. Im Jahr 18199 versuchte er sogar, der Welt einen kleinen Teil seiner Sammlung zu zeigen auf einer Überseetournee in Amerika. Die Öffentlichkeit reagierte jedoch negativ auf diese Kreaturen. Die Menschen mochten ungewöhnliche Insekten, seltsame unbekannte Tiere sowie die Überreste von Fabelwesen, die Feen, Kobolden, kleinen Drachen oder Vampirschädeln ähneln, wirklich nicht. Diese wurden ihnen von Merlin gezeigt und die Tour musste daraufhin vorzeitig abgesagt werden. Sir Merlin hat in seinem ehrwürdigen Alter eine erstaunliche körperliche Verfassung bewahrt, sein Aussehen ließ kaum vermuten, dass er älter als 40 Jahre war. Es ging sogar so weit, dass einige von ihnen okkulte Praktiken bezichtigten, denen sie angeblich im Frühling ewiges Leben gewährten. 19.142 ein Niemand, der sich als Thomas Merlin ausgab, legte die Eigentumsurkunden für das Haus vor und erklärte, dass er es unter der Bedingung, dass das Haus niemals verkauft und der Keller niemals geöffnet würde, an das Waisenhaus Ten Bridge übertragen wolle. Das Waisenhaus erfüllte seine Versprechen, der Keller des Familienhauses wurde nie geöffnet, aber in den 1960er Jahren mussten sie von dort ausziehen. Und das Haus wurde nur durch Abriss zerstört. Fast bis zu den Fundamenten gelang es den Bauherren, eine geheime Sammlung zu finden, viele Jahre vergingen und fast jeder vergaß den Fund. Doch im Jahr 2016 tauchten im Internet Informationen auf, dass der Nachkomme des Wissenschaftlers ein Museum für Merlin-Kryptiden eröffnete. Ist es leicht zu erraten, was sich in diesem Museum befand? Dort wurde Sir Merlins legendäre Sammlung präsentiert, die die ganze Welt überraschte. Hier ist übrigens die Geistergeschichte einer der diesjährigen Ausstellungen. 171421 der Nonnen im bayerischen Kloster Hohenwürth wurden schwanger. Eine gründliche Überprüfung ergab, dass Schwester Josephine Rosenthal. Sie behielt ihre Jungfräulichkeit. Da die Frau nicht gegen die Regeln verstieß, wurde sie nicht ausgewiesen. Mit etwa 8 Monaten kam ihre Tochter Maria zu früh zur Welt. Die Mutter starb während der Geburt an Blutverlust. Das Mädchen wurde schwach geboren, aber dank der Fürsorge der Nonnen wurde sie stärker und überlebte. Im Laufe der Zeit begannen die Bewohner des Klosters im Alter von 33 Jahren, sie zu verehren. Maria, die als Jungfrau geboren wurde, wurde krank, aber die örtlichen Ärzte konnten keine Diagnose stellen. Das Leben der jungen Frau war schnell ausgelöscht. Maria hinterließ 2 theologische Werke und eine Armee von Gläubigen. Viele Nonnen und Laien glaubten, dass sie den Weg Christi wiederholte, und die Äbtissin des Klosters befahl, einen Teil des Schädels und des Gesichts zu bewahren. Marie. Der mumifizierte Kopf, die Flasche, Blut, Haare und ein Fragment ihrer spirituellen Abhandlung wurden in eine spezielle Schachtel gelegt. Die Überreste und ein Fragment des Buches wurden trotz der Verbote der katholischen Kirche zu einem geheimen Kultgegenstand. Man kann solche Artefakte nicht ohne Staunen betrachten, sie verblüffen den Verstand, als wären sie nicht von dieser Welt. Einer der wenigen Menschen, die die Ausstellung außer dem Besitzer selbst berühren können. Auch Museumsmitarbeiter Zoologe Jan Perger. Reporter versuchten wiederholt, Januar.
Auf die Details dieser schockierenden Sammlung angesprochen, versuchte Ade Jergel stets, dieses Thema zu vermeiden und beschränkte sich stets auf lakonische Formulierungen, dass die Sammlung einzigartig sei und sorgfältige Recherche erfordere. Ein verlassener Parkplatz in einem Einfamilienhaus. Kürzlich wurde unerwartet eine ganze Flotte alter Alfa Romeos in einem der alten Keller eines heruntergekommenen, verlassenen Herrenhauses aus rotem Backstein am Stadtrand von Brüssel, Belgien, entdeckt. Das Haus gehörte einst einem belgischen Aristokraten. Er mochte Autos und nahm sogar an Autorennen teil. In den 1970er Jahren unternahm er eine Reise nach Amerika und kehrte nie zurück. Langwierige Streitigkeiten zwischen den Erben und der örtlichen Regierung wurden zugunsten der Gemeinde beigelegt. Dies wurde dadurch erleichtert, dass das Familienhaus als historisches Denkmal anerkannt wurde. Im Zuge der Vorbereitungen für die Sanierungsarbeiten im Einfamilienhaus wurde die Absperrung zum Keller aufgeschnitten und den neuen Besitzern bot sich ein wunderbares Bild. Es wurden Retroautos ihrem Schicksal überlassen, darunter alte Modelle Alfa Romeo Spider, Alfa Romeo 1300 Sprint und Alfa Romeo Clean ME. Mehr als 40 Jahre lang standen Alfa Romeo Autos so im Dunkeln und in der Feuchtigkeit, doch mittlerweile besteht großes Interesse an ihnen. Vintage-Enthusiasten und Sammler. Die originalen Lederinterieurs waren in nahezu perfektem Zustand, sodass es eines schönen Tages möglich war, diese Sammlerstücke, die so viele Jahre in diesem Gelände standen, zu restaurieren. Wenn Sie also kürzlich ein Haus sorgfältig gekauft haben und den Keller erkunden, werden Sie möglicherweise eine Überraschung erleben, und das ist alles für heute, Freunde. Wenn das Video interessant war, schreiben Sie Kommentare und bis bald.